Wir sind hier mit Niklas Redlinger und der ist Platz 1:0 gegangen bei unseren Regionals mit 240 Spielern. Was hast du gespielt? Monarchen. Also das neue Deck, seit dieser Woche erst spielbar. Ja, dreimal Structure. Ja, mein Structure. Ja. Und das war's dann. Fast. Also, man muss halt noch ein paar Tech-Karten spielen und das war's dann eigentlich schon. Handtraps. Ja. Alles klar. Dann zeig doch mal deinen Deck-Profile. Also, dreimal Erebos, dreimal Ether, ich sagte ja schon, dreimal Structure Deck. Dementsprechend 3 Idea und 3 Eidos. Ich habe überlegt, ob ich 2 Eidos spielen will, weil man den eigentlich nicht ziehen will, weil man den lieber mit Idea holen will. Aber es trotzdem immer noch gut ist, wenigstens den Eidos zu haben und damit eine Tribute Summon zu machen, als halt gar nichts zu haben. Und man braucht eigentlich den dritten im Grave, damit man die dritte hiervon auch triggern kann. Weil der im Grave immer auch den Effekt hat, dass man den banishen kann. Das war's aus dem Structure Deck. Dann Handtraps. Weil der Plan, mit dem ich ins Turnier gegangen bin, war halt, dass ich nicht Turn 1 habe, sondern als Zweiter anfange. Daher die Handtraps, um den Gegner aufzuhalten. Dann die One-Offs. Ein Dat, ein Kaios, ein Kuras und ein Majesty's Fiend. Okay, das musst du jetzt mal erklären. Dark Arm Dragon sieht man ja eigentlich gar nicht oder hat man bis jetzt nicht gesehen. Warum hast du dich dafür entschieden? Der Dat ist halt super mit Return, weil der 2800 ATK und 1000 Def hat. Und mit Erebos, der im Grave sagt, wenn ich eine Monarchenzauber oder Falle abschmeiße, kann ich den aus dem Grave wieder auf die Hand nehmen. Also kann ich ihn halt reinlegen als Kosten und dann wieder auf die Hand nehmen oder eben durch Return einfach suchen, wenn ich 3 Tage zum Grave habe. Den Kaios habe ich auch nur gespielt, weil ich halt als Zweiter anfangen wollte und dann kommt der Kaios super gut, wenn ich damit einen Joker wegbanische oder im Mirror-Match eben Eidos oder Erebos, ist es fast schon Free-Win. Und ich kann ja auch 2 Karten banishen, also Sets, die Nerven gehen dann auch weg. Ein Kuras eigentlich nur, weil ich den holen will mit Ether im gegnerischen Turn, um ihn aufzuhalten. Je nachdem, was er halt machen will. Das ist im Mirror-Match eigentlich ganz wichtig, weil man lang genug stallen muss, bis der Gegner keine Option mehr hat. Ich spiele halt nur einen, weil man den zweiten, wenn man den zweiten spielt, bückt man mehr, weil man den halt auf der Starthand hat. Ein Majesty's Fiend, weil man den halt auch suchen kann und der sowohl im Mirror-Match als auch gegen Murmel super gut ist. Also, das waren die Monster. Ein Foolish, weil man damit Idea reinlegen kann und sich dann eine Banish wieder auf die Hand nehmen kann. Und dementsprechend dann für den Dat auch Targets reinlegen kann. Eine Rota, weil die Idea sucht und man die halt unbedingt braucht. Genauso One for One. One for One ist sogar First Turn noch viel besser, weil dann habe ich die zweite Normal Summon. Wenn ich dann Return habe, kannst du halt Ultra die Plays machen. Das Wichtigste an dem Deck: 3-mal Domain, die Field Spell, die halt sagt, keiner darf aus dem Extra-Deck beschwören, wenn du ein Tribute beschworenes Monster kontrollierst. Sorry. 3 Phantismus, einfach um durchs Deck zu cyclen. 3 Stormforce. Ich würde nur 2 spielen, wenn der Gameplan wäre, dass ich anfange, aber dass es halt nicht der Fall ist und ich dann einfach sogar darauf verzichten kann, eine Idea oder ein Prime zu haben, ist das halt eigentlich die bessere Option, 3 zu spielen. Aber ansonsten, wenn man halt anfangen will, brickt man zu viel, wenn man 3 davon spielt. 3 Tenacity, wahrscheinlich die beste Karte in dem Deck, weil du einfach alles suchen kannst. Und dann eine Rückkehr, ein March, eine Escalation und 2 Prime. Alles klar. Würdest du vielleicht 3-mal der primäre Monarch spielen oder was würdest du genau ändern am Deck? Das Problem am primären Monarch ist einfach, dass du das nicht auf der Hand haben willst. Heißt, also ein guter Opener ist halt das hier. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt einen Tod auf der Hand hast, wenn du 3 spielst, ist zu hoch. Und das willst du einfach nicht. Daher halt nur 2 davon. Und ich würde wahrscheinlich den Dat kicken, weil der heute nur einmal kam. Und zwar im letzten Game. Also in der letzten Runde in Game 1. Dat war ziemlich gut. Aber weiß ich nicht. Ich habe zwar nicht durch den gebrickt, aber trotzdem, der kam halt einfach nicht. Ich weiß zwar noch nicht, was ich stattdessen spielen würde, aber den würde ich auf jeden Fall kicken. Würdest du vielleicht Vanity's Fiend Main spielen oder einen zweiten Majesty's Fiend? Ja, ein zweiter Majesty's Fiend ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber der Vanity's Fiend ist halt einfach nicht gut. Weil wenn das der einzige ist, den du auf der Hand hast, kannst du halt Tenacity nicht aktivieren, weil der 200 Def zu viel hat. Alles klar. Dann extra gibt's ja nicht, nehme ich an.
Ja, das ist richtig. Dann gehen wir mal zum Side-Deck. 2 Vanities und ein Majesty's Fiend. Ein Kaios. Ein normaler Kaios. Hast du den mal reingebordet? Ja, wenn man Game 1 verliert, dann würde ich den halt reinboarden, weil man sich dann sicher sein kann, dass man als Zweiter anfängt und der ist halt viel, viel besser, wenn man auf jeden Fall Zweiter ist, weil der First Turn halt komplett tot ist. Also der macht ja gar nichts First Turn. Daher ist das eher auf Nummer sicher gegangen. Alles klar, aber du wirst ihn weiterspielen. Ja, auf jeden Fall. Ein Rayo, den würde ich eigentlich nicht spielen. Der ist zwar ziemlich gut gegen Murmel, aber das Murmel-Matchup ist sowieso durch Majesty's Fiend ziemlich gut. Der war jetzt nur Notlösung, weil ich den Rest meines Side-Decks nicht zusammengekriegt habe. Einmal Landrobe, den board ich meistens im Mirror-Match. Einfach, zumindest heute, weil ich davon ausging, dass sehr viele Leute im Mirror-Match Focking reinboarden. Und da hast du halt, bis auf das, eigentlich kein Out im Main-Deck. Und da ist der halt ein gutes Out, weil du kannst den einfach spezial beschwören, dann den Focking zubucken und dann halt einfach normal weiterspielen. 2 Twin Twister, wahrscheinlich die besten Sideboard-Karten heute, weil ich sehr oft in Mask of Restriction reingerannt bin. Und naja, Monarchs ist halt tot, wenn die liegen bleibt. Könntest du dir auch Main vorstellen oder ist die im Side gut aufgehoben? Doch, die könnte im Main Deck auch echt gut sein, nur das Problem ist halt, Monarchen tendieren sehr stark dazu zu bricken. Daher würde ich die halt nicht Main spielen, weil die halt noch mehr dazu führen, dass man brickt. Alles klar. Schwierig. Müsste man wahrscheinlich testen. Also eine könnte man Main spielen anstatt dem Dat. Das wäre bestimmt eine gute Idee, aber 2 wahrscheinlich nicht. Dann 2 Kelch. Die sind besser, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegner mich anfangen lässt. Weil Veiler tot nachzuziehen ist halt scheiße. Und die kann ich dann ja auch runtersetten, wenn ich anfange, dann sind die besser als der Veiler. Die habe ich im Übrigen sehr viel gesidet. 2 Kaiser-Kolos, die würde ich nicht mehr siden, weil mir aufgefallen ist, das Pepe-Matchup ist eigentlich schon gut genug. Besonders wenn man dann noch die Vanity's Fiends reinboardet. Daher bin ich nicht so überzeugt von denen. Das war auch nicht meine Idee. Was willst du eigentlich? Ja, hör auf dich kaputt zu lachen. Dann ein Raigeki und 2 Dark Hole. Das Raigeki habe ich im Mirror-Match auch gebordet, weil es einfach wehtut, wenn man die ganze Wenn man dem Gegner irgendwann einfach die Targets wegnehmen muss zum Tribute Summon und Focking mal wieder. Ne? Die Dark Holes würde ich wahrscheinlich auch kicken. Ich würde 3 Stygian Dirge im Board spielen, anstatt den beiden und dem Rayo. Was hältst du von Saborg, dem Megamonarchen? Bin ich überhaupt kein Fan von. Wieso nicht? Weil das Problem ist, im Mirror-Match funktioniert er halt gar nicht, weil kein Extra-Deck. Und gegen Pepe ist es halt meistens so, dass man den nicht rauskriegt, bevor die ihre erste große Summon machen. Und dann haben die eh schon die wichtigsten Xyz benutzt und dann trifft der Saborg halt nichts mehr. Alles klar. Dann frage ich mich noch, also Pepe war wahrscheinlich dein häufigstes Matchup heute, oder? Nee, ich habe am meisten Mirror-Match gespielt. Mirror-Match? Ja. Also du denkst auch, dass Monarchen Zukunft haben werden, gerade jetzt im Meta? Oder? Ich glaube, Monarchen ist halt ein super gutes Anti-Deck gegen Pepe. Mirror-Match ist ziemlich skillig, würde ich behaupten. Und also es ist halt meistens, ich würde sagen, Pepe ist so ein 70-30 Matchup, weil der Gegner halt ein Out of Dominion haben muss und man selber nicht bricken darf. Und Mirror-Match ist halt ein Mirror-Match. Das ist halt super skillig. Wie findest du denn diese Super Quantum-Variante mit Monarchen? Kennst du die? Ja, habe ich gesehen, aus dem OCG mit 3 E-Tele und dem, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Mit 2 von den roten und einem von den blauen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie konstanter das Deck macht, aber das Problem finde ich halt, ist, dass man dann keine Idea mehr hat und Idea ist halt super gut in dem Deck, um die Vanish zu recyceln, weil man halt irgendwann einfach out of resources läuft. Alles klar. Dann danke erstmal fürs Deckduell. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, auf jeden Fall Steffen Eichelberger und Brecho. Ich habe mit denen gestern Abend noch das Deck zusammengebaut. Steffen ist leider dank mir 3. Runde rausgeflogen und Brecho konnte heute nicht. Aber ich hätte halt zum Beispiel den Dat nicht Main gespielt, der mir die letzte Runde gewonnen hat, wären die nicht da. Also war schon die richtige Entscheidung dann?
im Endeffekt. Ja, das Problem ist halt einfach, ich habe nicht durch den gebrickt. Also würde ich jetzt nicht sagen, der war scheiße. Aber er kam halt auch nur einmal in 24 Games. Dadurch, und ich habe ihn halt auch sehr oft rausgesidet. Ja gut, dann vielleicht noch die letzte Frage. Glaubst du wirklich, dass Monarchen jetzt konstant sind, dass sie irgendwie bricken oder glaubst du, dass du nur Glück hattest heute? Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück. Ich habe, glaube ich, 3-mal gebrickt heute. Also 3 Games habe ich eigentlich gar nicht mitgespielt. Also 3 einzelne Runden im Best of 3. Aber ansonsten, weiß ich nicht, es ist halt schwierig. Wenn man gut anfängt, ist Monarchen halt fast unschlagbar. Pepe scheißt dann einfach nur noch rein. Aber es ist konstant genug, würde ich sagen. Dann danke nochmal und viel Erfolg auf den nächsten Turnieren. Danke.